Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Der Bassist Oliver hat auf seinem Computer zu Hause schnell so ein Schneewittchen-Video zusammengeschnitten. Indem er so aus dem Schneewittchen-Film hat er mal schnell auf die Musik gelegt. Und das hat gar nicht gepasst und das fanden wir dann ganz gut. Viele Touren, vor allem auch in den USA. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Album? Nein. Ich hoffe nicht. Nee, hat keinen Einfluss gehabt. Also man kann sagen, dass das unser schwerstes Album war. Das sagt man ja oft, das dritte Album ist das schwerste. Wir mussten komplett neue Titel schreiben, also wir hatten nichts mehr übrig aus der Entstehungsgeschichte der Band und waren fast 2 Jahre damit beschäftigt. Mussten an viele Orte reisen, um uns inspirieren zu lassen, zum Beispiel nach Heiligendamm an die Ostsee und nach Miraval, nach Südfrankreich. Das neue Album zu machen hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir mal richtig Zeit und Ruhe hatten zu machen, so was wir wollten. Uns hat keiner gesagt, das muss so und so werden oder so, sondern wir durften uns wirklich was ausdenken und spielen. Da sind wir in dieses lustige Haus gefahren, in Heiligendamm, Haus Weimar, wo so schönes Meer ans Ufer schlug. Und das war schon eine sehr schöne Stimmung. Das war so eine herbstliche Stimmung und so kann man die Platte vielleicht auch ein bisschen einschätzen. Da gibt es 2 ruhige Balladen drauf, die das vielleicht auch so ein bisschen repräsentieren dann. Als wir dann fertig waren, haben wir gemerkt, dass wir ja keine bösen Songs mehr hatten. Also war alles nur so nett und so schön. Also ist ja auch nicht schlecht, aber viele erwarten von uns ja doch, dass es ein bisschen böser ist oder so. Dann mussten wir dann nochmal nach Berlin und da war dann noch richtig schön eklig, schön im Keller. Und da kamen auch die bösen Songs dann noch. Schönen guten Tag. Glück auf. Kannst du dich schon hierher setzen? Alles klar. Das erste Album war natürlich irgendwie der Anfang. Zusammensein, die ersten Begegnungen, die wir hatten, diese erste Energie, die wir auch hatten, viel, was sehr Rebellisches, was unheimlich Aggressives, so diese Energien hatten wir damals, wenn wir zusammen waren. Das zweite Album war dann mehr irgendwie poppiger, durchdachter, konstruierter, überlegter. Und das dritte Album dann wieder so eine Mischung aus beiden vielleicht. Das sind so in der Struktur noch ein paar Sachen, das sind in der Elektrik ein paar Sachen. Also der Feinschliff und letzten Endes, wie es dann gemischt ist, macht es zu dem, was es jetzt ist. Also wir sind nicht so drauf, okay, jetzt sind wir heiß. Das war ja also das letzte Mal vor 3 Jahren oder so und jetzt müssen wir ganz schnell immer eine Platte hinterher und touren und so. Und dass bloß das Feuer nicht ausgeht, das beobachtet man ja oft im Musikgeschäft. Aber wir haben erkannt, dass man das nicht muss. Also man kann da auch entspannt bleiben und lieber darauf vertrauen, dass die Qualität stimmt und das vergessen die Leute auch nicht. Und diesmal haben wir im Prinzip versucht, nach vorne zu denken und Titel zu machen, die uns in 2 Jahren noch gefallen. Bloß jetzt hätte ich gerne die 16 Bilder. Was bedeutet, dass du deine ganzen Körperbewegungen eigentlich auch an diesen Rhythmus mit anpasst. Passiert ja eigentlich automatisch, aber das ist tendenziell alles sehr langsam, ne? Damit dieser Effekt dezent rüberkommt. Okay, ist die Kamera fertig? Und Playback ab. Kamera. Ich möchte es gerne richtig perfekt haben. Es kommt mir sehr auf die Details an.
Das ist immer so, wenn ich Filme sehe, manchmal die richtig gut ausgestattet sind. Ich meine, wir machen hier schon für Musikvideo ziemlich einen Aufriss, aber es ist so, wenn man richtig über große Produktionen nachdenkt, gerade in Hollywood-Filmen, dann sehe ich riesige Schlachten. Ich sehe Schlachten mit 3000 Männern, die da alle ausgestattet sind und so. Und du siehst nicht, ob der eine wirklich die perfekten Handschuhe anhat. Du siehst nicht, ob der eine wirklich diese Schuhe geschnürt hat. Aber du kannst sicher sein, alle haben sie das perfekte Schwert, alle haben sie die perfekte Ausstattung, das perfekte Make-up, auch wenn du es im Schlachtengetümmel gar nicht siehst. Aber wenn einer das nicht hätte, dann würdest du es sehen. Der Gesamtlook über alles, der muss stimmig sein. Und das geht von der Sekunde oder von dem Moment, wo wir über die Idee nachdenken, geht das bis zu dem Moment, wo wir nachher Retuschearbeiten machen. Wo wir nachher das Etikett auf die Videokassette kleben. Bis zu dem Moment wird voll 100% Gas gegeben. Und dann kann man sich, wenn man das so macht, kannst du dich auch nach 2 Jahren noch darüber freuen, wenn du das Video siehst. Das Problem war, für das Video mussten wir uns kleiner machen lassen, weil Schneewittchen ist ungefähr 1,90 und da wir als Zwerge ja sein müssen... Der Paul musste ein bisschen größer gemacht werden. damit ich auf 70 cm komme, auf Zwergengröße. Also Mutter ist natürlich wie geschaffen, um eine Platte so zu nennen. Eigentlich wollten wir das Herzeleid nennen, weil alle Titel haben mit Herzeleid was zu tun. Also eins heißt Mein Herz brennt. Das ist auch mit Herz, also wir haben alles mit Herz. Mutter ist auch ohne Herz geboren, auch eine Textzeile drin. Und dann haben wir gedacht, wir nennen das Album Herzeleid. Und dann für uns einen so dummerweise gibt es schon ein Herzeleid-Album und dummerweise ist es auch noch von uns. Im Gegensatz zum vorigen Album ist wieder mehr Natur zu hören. Und wir haben versucht, nicht so viele Sequenzen zu benutzen, also nicht so viele Synthesizer für den Laien. Versucht ein bisschen rauer wieder zu machen. Wobei wir nicht verhindern konnten, dass Till ein bisschen besser singt als auf dem letzten. Aber die Strophen sind immer noch gepresst, ne? Tief und fein und artig, wie sich das gehört und wie man das erwartet. Kamera ab. Speed. Und essen und zu dir gucken. Paul. Du bewegst dich nicht. Den kommst du ein bisschen nach hinten gehen. Ein bisschen höher gucken. Ja, genau. Also man muss auch dazu sagen, dass es sehr, sehr schwer war, für diesen Song eine Videoidee zu gestalten. Also wir sind da in ganz viele Richtungen geschweift und eigentlich ist der Song mal für einen Boxer geschrieben worden. Das ist aber nicht zustande gekommen aus irgendwelchen Gründen und das war der Text natürlich sehr festgelegt. Ich hatte die Vision, der kommt rein, hat diesen Bademantel, diese Kapuze und wie gesagt, das Publikum johlt und grölt, er kommt durch diesen Tunnel in die Halle rein, geht auf den Ring zu mit dem Riff. Praktisch, wenn er in den Ring steigt und hebt die Arme hoch, hier kommt die Sonne, also hier, und sie wird nicht untergehen, also praktisch, er macht alles platt. Und so war es sehr schwer, eine andere Geschichte darauf zu projizieren, aber ich glaube, das hier mit Schneewittchen funktioniert. Sie ist der hellste Stern von allen vier. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Eigentlich ist das so eine schöne Geschichte, ne, mit den Zwergen und Schneewittchen, aber was wir wieder draus machen, ey. Nur Ärger im Kopf. Also zum Lied Die Sonne hatten wir 40 Videoideen. Übertreib mal, waren nur 38. Und eine war besser als die andere. Wirklich unglaubliche gute Ideen. Und zwar haben wir einen Schneewittchen-Film gesehen und haben dann gedacht, dass das eigentlich total schön passt. Dass das Schneewittchen eben die Sonne von den Zwergen ist und wir die Zwerge uns Schneewittchen anhimmeln, für sie knechten und dass sie eben unsere Erfüllung ist. Aber auch unser Schmerz, unser Leid. Das Erste, was man natürlich macht, wenn man sich über ein Schneewittchen-Konzept Gedanken macht, ist, Gebrüder Grimm aufzuschlagen, mal nachzulesen und sich das Märchen reinzuziehen. Und da gibt es eine Szene, wenn Schneewittchen dann tot ist und die wacht immer ein Zwerg über Jahre. Sie verwittert nicht, sie tragen sie auf den höchsten Gipfel ihrer 7 Berge.
und bewachen sie. Dann kommt ein Prinz vorbei und möchte Schneewittchen mitnehmen, weil er sich auf der Stelle in sie verliebt. Aber die Zwerg sagt dann, für kein Gold der Welt werde ich Schneewittchen hergeben. Sagt dann der Prinz, dann schenkt es mir. Ich muss es haben und so, ne? Und da sagt der Zwerg, das könnte er nicht tun, sie wäre doch sein Sonnenschein. Jetzt knie mal richtig hin. Erst den einmal so abgestellt und dann siehst du das hier. Ja. So. Das ist ja, das macht die Alte an mir mit unserem Gold. Guckst du mal so heimlich hoch. Bisschen empört? Eher erschreckt. Stern von allen Art. Hier kommt die Sonne. Erschüttern. Und trauern. Wir sind in Abhängigkeit geraten von Schneewittchen, wir sind also emotionale. Und sie stirbt an einer Überdosis von dem von uns gewonnenen Gold. Und wir trauern sehr, sind doch halb erleichtert und dann erwacht sie wieder und dann geht der Ärger wieder von vorne los. Noch viel schlimmer, weil dann ist sie richtig sauer. Die ist schon böse. Das ist nicht das liebe Schneewittchen aus dem Märchen. Das ist einiges verdreht jetzt. Schneewittchen, wie heißt denn du? Robert. Robert. Siehst du? Jetzt ist diese Frage erstmal geklärt, ne? Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Als dann bekannt wurde in der Band, dass im Prinzip der Arsch von jemand versohlt wird, haben alle komischerweise einheitlich beschlossen, dass ich das sein soll. Warum, kann ich jetzt auch nicht erklären. Hier kommt die Sonne. Wenn hier was kaputt geht, geht was kaputt. Das sind eigentlich die Sachen, wo man überall raufknischen kann. Hier und da und so weiter. Ja? Könnt ihr hier so rumkommen, müsst ihr hochstemmen und so. Das darf ja auch schwer aussehen. Ja, aber Hauptsache, wie gesagt, ich habe ihn schon gefragt, ob die Dinger arretiert sind, da die Fahnenstangen da unten. Ja, die sind arretiert. Dass das Ding, wenn das jetzt eine Neigung hat, dass es nicht oben runterrollt irgendwie. Nee. Wir werden es nochmal erklären. Wir machen gleich mal eine Probe, wo wir das richtig hochheben. Ja. Auf 1 Auf oder? 3. 1, 2, 3. Vorsicht, nur am Metall. Oh, Alter! Nee, so runter. Da ist das auch schwer, ey. Ja, wenn ihr erstmal steht. Kamera ab! Ja, das Ganze wird im Studio hier aufgebaut und ist also wie eine Märchenkulisse aus den frühen DEFA-Tagen, kann man sagen. Die alten deutschen Märchenfilme, so alte DEFA- und UFA-Produktionen, die haben mit sehr einfachen Tricks das machen müssen. Ich bin sowieso ein Verfechter dieser einfachen In-Camera-Shots. Das bedeutet, dass wir sehr viele Gegenstände, unter anderem auch die Bauten, in groß und klein bauen müssen. Und wir müssen sehr konzentriert daran arbeiten, dass wir keine Fehler machen, alles ausmessen. Es muss auf einen Zentimeter genau gebaut sein und auch auf einen Zentimeter genau gemessen sein, dass die Größenverhältnisse stimmen. Im Prinzip wird hier das Schneewittchen gedreht. Und wie man sieht, ist alles kleiner. Guck. Ne? Und der Balken, da stößt man gegen, wenn man jetzt will. Und jetzt sind wir im großen Haus, genau dasselbe, auch wieder der Tisch und so. Und es ist größer. Und jetzt denkt man im Prinzip, dass wir klein sind. So einfach ist das. Wir haben jetzt keine weißen Bärte und wie man sieht, keine Zipfelmützen auf. Wir sind Zwerge in dem Sinne, dass wir schon kleiner als Schneewittchen sind, aber wir sind ernste Zwerge. Ein Problem, dem ich gegenübergestanden bin von Anfang an, war, wenn ich Rammstein als Zwerge zeige,
geht das nicht unbedingt zusammen mit dem Image, das Rammstein sowieso oder von Haus aus mitbringt. Und ich wollte deshalb Rammstein erst später als kleine Menschen offenbaren. Wenn ich sie gegenüberstelle mit dem Star, dann werden sie erst als Kleine erscheinen. Und ich zeige sie auch nicht als Zwerge, sondern ich zeige sie als als den hart arbeitenden kleinen Mann. Arm nehmen oder so wieder rüber, mal gucken. Wer hatte hier noch ein Hackchen? Ich hab ein Hackchen. Ja, hier bitte Paul. Ja, zack, Ausgabe, Lindemann. Ihr seid drauf gefasst, dass hier irgendwas ist, was euch gleich... Ein Räuber. Aber Schneider müsste uns das ja sagen. Oder merken wir das alle? Schneider nicht irgendwie sowas sagen? Irgendwie, Sonst kommen wir ja nicht da drauf. Das reicht, das habt ihr schon irgendwie gesehen von außen. Ich Okay. finde es blöd, wenn eine Lippenbewegung dazu kommt. Ein Blick reicht da. Das ist, weißt du, wenn Kann sich doch umdrehen? Kann er sich die machen umdrehen? den 10. Auftrag zusammen. Kann er sich umdrehen? Ja, kann er machen. Okay. Aber die brauchen nicht mehr sprechen, weißt du? Ist schon klar. Nee, aber kannst du Er ja so deutet. zeigen, so als Geste, sonst ist das unlogisch, weißt du? Er deutet, ne? Und Kamera. Und bitte. Und schneller reinkommen. Perfekt, die ganze Rasselbande perfekt. Danke. Das war's. Das war richtig geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Für einen Musiker gibt's, der das jetzt professionell macht, gibt es verschiedene Etappen. Das ist einmal Musik schreiben, Musik arrangieren, Proben, Videos drehen, Platte aufnehmen, Platte mischen, Show ausdenken, auf Tour gehen. Und so die 8 Dinger. Und im Prinzip gibt es immer ein paar Sachen, die einem mehr liegen und ein paar Sachen, die einem weniger liegen. Das wechselt auch von Jahr zu Jahr. Am liebsten ist einfach das Einsingen, wenn es in einer guten Atmosphäre. Also in Frankreich, es war fantastisch auf dem Balkon, konntest du Weinberge sehen. Also weil das ist dann der unmittelbar kreative Prozess. Songwriting ist für mich einfach der absolut wichtigste Prozess und der erfüllendste Prozess auch. Für mich ist das weil es, wie gesagt, einfach auch mein Medium ist. Für mich ist die eigentliche Arbeit, oder für mich, weil ich eben so in der Musik bin, ist es für mich das Schönste, wenn ein Song fertig ist. Wenn du sagst, okay, das ist der Song und so soll er sein und jetzt ist er fertig, und das ist für mich ein total schönes Erlebnis. Also mir macht es sehr Spaß, die Sachen einzuspielen, jetzt als Schlagzeuger. Mir macht die Zeit davor natürlich auch Spaß, die Probezeit, also wo man die Songs macht und wo sie entstehen und zur Reife gelangen. Ich sehe es als ganzen Prozess, aber trotzdem, ich tue doch lieber. Also reproduziere als produziere. Zum Glück ist es so organisiert, dass sich das Auto automatisch immer so abwechselt. Dass man genau, wenn man vom Touren die Nase voll hat, geht man ins Studio. Wenn das Studio dann so richtig nervt, dann darf man wieder auf Tour gehen. Insofern hat die Natur schon so eingerichtet, dass sich das so abwechselt. Dann die Kamera ab und geben. Und springen. Danke. Und bitte. Und umwenden. Und Olli aufstehen. Und wieder umdrehen. Sehr gut. Ja, Kasi. Ja, Kasi. Du bist ein Teil einer Maschinerie. Und Musik gibt dir vor, wo sie eigentlich hin will, wo sie sich hinbewegen will. Und gerade in Sachen des Sounds ist es so, dass wenn du einen Song hast und es gibt dir vor, wenn es zum Beispiel Musik gibt dir vor, soll es ein getragener Song werden, soll es ein aggressiver Song werden, soll es ein rhythmischer Song werden und wie auch immer. Es gibt dir immer was vor. Und wenn du das erkennst, wenn du so sensibilisiert bist, weißt du, und das erkennst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und das haben wir am Anfang falsch gemacht, dass wir gedacht haben, wir wollen versuchen, irgendwo reinzupressen. Das schaffst du nicht. Du kannst nur folgen. Dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen länger Musik zusammen macht, weiß man schon, wie die ganzen Prozesse funktionieren und geht auch anders aufeinander ein. Und jeder hat schon seinen Aufgabenbereich, man braucht nicht um irgendwelche Positionen zu kämpfen, und von daher geht es eigentlich ein bisschen leichter. Und vielleicht lernen wir mit der Zeit, dass man um manche Sachen sich auch nicht zwingend kümmern muss, dass die auch trotzdem gut werden.
Also wenn jetzt ein Bild ausgesucht wird oder so, dann müssen alle 6 immer sitzen und sagen, nee, da ist ein Pickel am Ohr, das können wir nicht akzeptieren. Dann hat er doch und dann dauert es immer so ewig, die Diskussion, und dadurch ist es natürlich immer schwierig, so zusammenzuarbeiten. Weißt du, das Problem bei Rammstein, oder das Gute bei Rammstein war auch immer, dass wir immer alles durch 6 entschieden haben. Aber es ist natürlich unheimlich zeitaufwendig. Weißt du, jetzt haben wir gemerkt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir uns aufteilen müssen. Weißt du, es gibt bestimmte Kräfte, es gibt bestimmte Talente in der Band, die einfach gefördert werden müssen. Und das müssen wir lernen, das zu akzeptieren. Nee, das schmerzt. Es muss Spaß machen. Also wenn man das Gefühl kriegt, man muss was machen, was leicht passieren kann in dem Geschäft, dann macht man eigentlich das, was man gerne macht, aber ohne Spaß. Das kann man vergleichen mit einer Drehtür. In manchen Hotels gibt es Drehtüren, die von alleine sich drehen. Und wenn du da reingehst und du schiebst die, dann hören die auf und bleiben die stehen. Und in diese Situation darf man nicht kommen. Ich bin ein Mensch, der sich ausdrücken will. Ich will mitteilen. Ich habe ein starkes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu gehen und sagen, ich will euch was sagen. Und das versuche ich natürlich durch Musik, weil Musik mein Medium ist. Ganz einfach. Insofern wird das immer eine Triebkraft bleiben, weil es so ist, wie es ist. Ich finde, es hat so langsam eine Perfektion erreicht, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander arbeitet. Mit dem Produzenten, was ganz wichtig ist, das hat sich sehr vertieft und hat auch Früchte getragen wieder. Also eigentlich hat es jetzt eigentlich erst angefangen, Spaß zu machen. Es war nicht so eine Odyssee wie vorher. Es war eine Odyssee, wie gesagt, vom Zeitraum her, aber so, dass die Zusammenarbeit war wesentlich entspannter als vorher. Und ich denke, irgendwie in 20 Jahren sind wir dann am Punkt. Denn ich hatte bis jetzt so glücklicherweise auf Holz klopfen, wie ist genau richtig Holz, dass ich bis jetzt mit meiner Kreativität noch nicht an meine Grenzen gekommen bin. Eher im Gegenteil, dass man ja nicht schafft, sich völlig mit einzubringen, weil das so viele Leute sind und so viele Ideen sind. Also bis das erreicht ist, dann werden wir bestimmt noch sehr alt werden. Ja, okay. ja, mach die Ecke. Du bist abgedreht. Du bist abgedreht. Danke. Und du bist erst recht abgedreht. Ende gut, alles gut. Sie ist der hellste Stern.